Und wenn man hier drüber guckt, sieht man jetzt schon, wie bunt das eigentlich ist. Auf den ersten Blick sieht man das gar nicht, weil Sandrasenarten sind halt klein. Und ich sage immer, das sind die kleinen Schätzchen, die man nicht sieht auf den ersten Blick, wo man ein bisschen genauer hingucken muss. Und wenn man dann aber sich die Mühe macht, und dann sieht man ganz viele bunte, schöne Arten, die sonst so eigentlich im Rhein-Pfalz-Kreis an anderer Stelle überhaupt nicht gibt. Und das ist schon ganz, ganz toll. Das ist süße kleine Nelke, das ist die Heidenelke. Und hier nebendran dieses blaue Blümchen, das ist das Bergsandklöckchen. Das ist die Strandnelke. Hier steht dann auch noch echtes Labkraut. Die Sandstrumpfblume. Das wäre die Idealgesellschaft hier, der Idealzustand. Aber halt dadurch, dass die Wiesen lange, lange brach gelegen haben und nichts drauf gemacht worden ist, ist der Artenbestand verarmt. Weil das ist so, wenn eine Wiese verbrach, da gibt es immer mehr Gras. Und die Gräser verdrängen die wertvollen Arten, also wie diese Nelken und das Bergsandklöckchen. Wenn man sich so eine Pflanze mal anguckt, ja, die hat hier ihre Syntheseorgane, die Blätter, das ist unten ganz, ganz wenig. Ja, hier, diese grasartigen Blätter. Und wenn das zu dicht wird, dann kann die keine Photosynthese mehr machen, ne, weil da unten ja alles schattig ist. Und dann verschwindet die Heidenelke. Das heißt, die braucht diesen lückigen Bestand. Und so ist es mit allen Sandrasenarten. Wenn der Bestand zu dicht wird, dann verschwinden die. Durch die Konkurrenz um das Licht, weil das Gras zu dicht wird. Weil hier ist mit so einer einzigartigen Vegetation und auch mit diesem Sandboden. Und da ist es doch echt wert, genauer hinzugucken und dann die Arten zu fördern, die hier sowieso vorkommen. Also es gibt immer mehr Leute, die was für Wildbienen tun wollen. Und das Gefährliche, was ich dabei nur sehe, ist so ein Überaktionismus dann teilweise, muss ich so nennen, wenn dann Wiesen umgebrochen werden, um Insektenblühstreifen anzupflanzen. Wo ich dann sage, Leute, wie kann man nur so verrückt sein? Ihr habt hier eine tolle Wiese gehabt und jetzt tut ihr einen Blühstreifen ansehen. Ne? Macht doch die Wiese einfach ein bisschen artenreicher, ne? Anstatt so umzubrechen und einjährige Arten darauf anzusehen, die da gar nicht hingehören. Ja? Da braucht es ein bisschen mehr Aufklärung und Sensibilität. Die Leute hängen dann Insektenhotels auf. Aber im Vorgarten machen sie eine Kieswüste. Und dann muss man halt fragen, und wo sollen die sich jetzt bitte schön ernähren? Die Insekten, die sich hier ansiedeln sollen, die Wildbienen. Das ist einer der Gründe, warum der Heidewald zum Vogelschutzgebiet Haardtrand dazugeschlagen worden ist. Weil durch die alten Obstbäume, verbunden mit diesen artenreichen, bunten Wiesen nebendran, kommen hier halt noch Vogelarten vor, wie Wiedehopf, Wendehals, also diese typischen Vogelarten, also die in Streuobstbeständen halt brüten.
und halt dann die Insekten halt auf den umliegenden Wiesen fressen. Ich denke, dass wir in den Geschichten, die wir schreiben, unsere Sehnsüchte und Ängste widerspiegeln. Ich habe die Hoffnung, dass durch diese Geschichten man aber vielleicht auch was bewirken kann in den Köpfen der Menschen. Wenn sie in einem ganz normalen Science-Fiction-Roman immer wieder drauf gestoßen werden, dass wir die Erde kaputt machen können, so wie wir im Moment wirtschaften. Und vielleicht bleibt es haften. Also ich meine, es ist vielerlei Wege führen nach Rom, sag ich mal. Bewusstsein schärfen geht nicht nur über Infoveranstaltungen, es geht vielleicht auch über Geschichten, in denen man den Finger drauflegt auf die Wunde und sagt, hier, das haben wir falsch gemacht, das könnte passieren, wenn wir weiter so arbeiten.